Die Idee einer Fashion Show für Autos schleppe ich sicherlich schon seit 5, 6, 7 Jahren mit mir rum. Das ist das ganz große Lego-Technik-Set. Meine Güte, ist das hier riesengroß. Wir haben die Latte hochgesetzt. Du bist 5 gefahren. Das regnet hier rein. Ja, es gibt manchmal einfach Zwischenfälle, die kannst du nicht einplanen. Volle Eskalation, da haben wir keinen Bock drauf, dass jetzt alles dreckig wird. Wir machen nur ein Event und wir machen es richtig groß. Wenn ich nach Inspiration und nach neuen Ideen suche, schaue ich mich eigentlich immer um in anderen Branchen. Was passiert in der Architektur, was passiert in der Fashion? Und eins der Themen, die mir immer wieder aufgefallen sind, war, dass zum Beispiel in der Fashion-Industrie, in der Modeindustrie, Produkte vollkommen anders präsentiert werden, als das in der Autowelt, aus der wir ja kommen, der Fall ist. Wir haben ja früher mal ganz viel Messen gemacht. Also das heißt, wenn wir eine Produktpräsentation hatten, dann sind wir nach Genf gegangen, auf die IAA gegangen. Du warst halt auch immer einer von vielen. Das heißt, du warst nie der Mittelpunkt der jeweiligen Veranstaltung. Klar, das Produkt teilweise schon, aber du musstest dich halt mit vielen Gegebenheiten abfinden. Wo Fahrzeuge statisch an einem Stand stehen, im Licht, im Idealfall noch hinter Glasbalustrade, wo man sich die Fahrzeuge dann statisch angucken kann. Und ich fand das immer schade, weil es dir die Chance nimmt, das Produkt, das Auto wirken zu lassen. Unser Motto dieses Jahr war ja One Second Wow. Und in der Konzeption des Ganzen und auch bei der Location-Besichtigung haben wir uns überlegt, wie kreieren wir denn den One Second Wow Moment für Leute, die zu Gast sind. Kommt derjenige mit einem tollen Brabus angefahren, dann fährt er nicht ins Parkhaus, sondern der fährt vorne zum Valet-Parking. Ja, das sind manchmal die Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Dann könnten die hier wirklich schön vorfahren, fährst hier rein, fährst einmal rum, steigst Baumeingang direkt aus, muss man noch irgendwie einen coolen Banner oder irgendwas dran machen und mitten drauf ein Schiff. Wir brauchten eine Halle für ein Event mit ungefähr 1000 Personen in der Nähe des Brabus HQ. Und wir finden halt auch immer gut, wenn wir zeigen, was wir sind und wir auch immer unser Unternehmen mit einbinden. Wir wollen nicht zu weit von unserem Campus, von unserer Heimatstadt Bottrop weg sein. Ich wollte ganz bewusst eine Location auswählen, die sowohl eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft der Marke ist, die für das Ruhrgebiet steht. Und natürlich auch für unsere ganzen Mitarbeiter natürlich auch die Chance, uns zu helfen bei dem Event. Da waren ja so viele Leute intern, die wir brauchen. Und das ist halt, wenn du das in Frankreich machst, musst du jeden einfliegen. Das ist ja ein Aufwand, ja, ich sag mal, der schon schwierig ist sicherlich alles lösbar, aber dann wird es noch teurer und noch länger dauern. Also unsere Idee ist ja eigentlich, dass wir sagen, wir machen da vorne den Empfang. Ja, die Leute kommen vorher hier gar nicht rein. Also ein bisschen Überraschung. Und dann irgendwann würden wir hier drinnen loslegen. Und damit ganz, ganz viel Technik. Da müssen wir noch mal ein bisschen verhandeln hin und her. Aber Wunsch wäre hier halt wirklich eine Lichtwelt zu schaffen, die nichts mit dem zu tun hat, was man jetzt hier gerade sieht. Du brauchst die Logistikflächen, du musst LKWs parken, du musst irgendwie die Produktionsfläche für das Video der Show abbilden. Du brauchst die Flächen, um die Models umzuziehen, also Umkleiden, Probeflächen, Platz genug für die Art Direction und Showregie. Dass das Boot in die Halle kommt. Wir haben relativ wenig Platz gehabt, in der Halle zu rangieren. Und da war ganz spannend, dass wir eigentlich in die Halle reinkamen und vorher auf dem Plan was gezeichnet hatten und eine genaue Vorstellung hatten, okay, hier findet jetzt irgendwie die Show statt und in dem Bereich machen wir die Aftershow. Und als wir dann das erste Mal in der Location waren, eigentlich relativ schnell klar war, dass das so nicht funktioniert, wie wir uns das am Papier überlegt hatten und eigentlich dann vor Ort, sag ich jetzt mal, die Räume umgepuzzelt haben, sodass dieser Showbereich komplett in diese hintere Halle geschiftet wurde und vorne die Aftershow-Party war. Ihr könntet also im Prinzip mit den Autos vom Weg her hier einmal in die Halle fahren, durch das Publikum durchfahren, in die andere Halle wieder reinfahren und dann so parken, wie ihr es bräuchtet und könntet in Halle 1 eure Aftershow-Party machen. Initial haben wir begonnen und sind mit den ersten Ideen in die Halle gegangen und wollten eigentlich nur Teile dieser Halle bespielen und sind aber letzten Endes, als wir in die Ausplanung gegangen sind, haben wir uns letzten Endes über die komplette Jahrhunderthalle ausbreiten müssen. Wir hätten uns keine bessere Location aussuchen können für das Konzept, was wir da abfahren wollten, als diese Halle. Wenn wir die Signature Night planen, ist die grundsätzlich erste Frage, die wir uns stellen, welche Fahrzeuge, welche Highlights, welche Weltpremieren wollen wir denn im nächsten Jahr präsentieren? Was ist die Kollektion 2023? Um irgendwie skalieren zu können
in welcher Dimension, in welcher Länge man so ein Event plant. Und dann geht man immer feiner in die Detaillierung rein. Also sei es ein Kreativkonzept, sei es ein Vorortkonzept. Links davon, Sven, gibt es eine Treppe. Da kannst du, wenn jemand sagt, ich will das Boot mal von oben sehen, dann kannst du von oben auf das Boot drauf gucken. Also wir hatten tolle, auch große Meetings, auch Live-Meetings, was ich immer sehr wichtig finde, dass man Sachen abstimmt und auch ausdiskutiert und auch mal gemeinsam auf den Plan guckt oder so. Und das ist, muss ich sagen, was auch dieses Team auf dem Weg zur eigentlichen Umsetzung sehr geformt hat. Und wir würden die Joby-Kollektion mit so modernen, was mit Chromgesichtern oder so modernen Pumpen auf dem Boot stattfinden lassen, dass das auch nochmal so ein futuristisches Bild ergibt. Heute, hast du sehr wahrscheinlich schon gehört, aber heute Nacht ist hier eingebrochen worden, ne? Wo? Hier drüben irgendwo in den Büroräumen, am Berg 2 auch noch. Was? Das ist doch jetzt Scherz und schlecht oder was? Nee. Da wäre in Bochum gewesen, in der Jahrhunderthalle. In Bochum in der Jahrhunderthalle? Ja, der wäre eingebrochen worden. Ach so, dann, ja, okay. Nee, sorry, dann haben wir in Bochum, dann habe ich es komplett verrafft. Aber in Bochum? Jahrhunderthalle. Wir können auch Sven fragen, wir sehen noch Sven. Morgen. Ja, was ist denn mit Leaks und mit what the f***? Ja. First things first, bevor wir mal in das Thema Agenda einsteigen. Ich habe gehört, heute Nacht ist eingebrochen worden in Bochum. Ja, aber nicht in dem Bereich der Halle, sondern im Bereich der Büros. Nichts Bemerkenswertes gestohlen worden, wurde auch bemerkt, waren Pärchen, die da eingestiegen sind. Für heute Nacht haben wir noch eine Security mehr. Und wissen wir, was die beiden wollten? Ja, wissen wir jetzt nicht. Ohne Zusammenhang mit unserer Veranstaltung. Das ist doch strange. Irgendwann muss ja nur einer verkratzen. Die hatte den Dörfer am Telefon. Der Dörfer sagt, die ist eigentlich, kommen hier nicht rein, hier ist Polizei. Ich sag, ist mir scheißegal, lauf da jetzt rein. Schieb die weg, dann gibt das Telefon ab, ich beschimpf den, du läufst da jetzt rein. Ja, richtig so. Hängt den ab. Ich hatte schon... Ach, übrigens hat der Jörn noch nicht erzählt, er hat eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Ja, dann ist er aber rein und dann war aber relativ schnell da. Autos alle noch abgedeckt, Schlüssel alle noch in dem Schlüsselkasten. Anyway, also heute, wie viele Stunden haben wir noch zur Show? Zu wenig. Du kannst auf deinen Countdown gehen. Es sind genau, hat ihn einer? Ist tatsächlich mal witzig. Der Sven hat einen QR-Code. Ich habe den QR-Code mit, musst du noch mal scannen. Hast du auch? Uns war es total wichtig, wir wollen den Leuten irgendwas zuschicken. Und ich weiß, dass wir ganz, ganz lange gebrainstormt haben, überlegt haben, was es denn sein kann. Und am Ende haben wir gesagt, so eine wertige Box und eine wertige schwarze Karte, das suggeriert, du bist einer der Auserwählten und du hast diese schwarze Karte und mit dieser schwarzen Karte kannst du diesen besonderen Abend erleben. Und dann haben wir dem Konstantin noch ganz persönlich seine schwarze Karte zugeschickt und haben ihn damit überrascht. Das hier ist die finale Bestätigung und auch die Eintrittskarte für die Gäste, die alle zu sich geschickt bekommen haben. Wow. Okay, das ist cool. Sollen wir mal reingucken? Machen wir auf. Ja, dann ist da drin eine kleine Mitteilung und eine Karte und ein QR-Code. Und dann ist hinten auf der Karte mein Name drauf mit dem Hashtag SN23, also Signature Night 23. Ein Event wie die Signature Night zu organisieren bedeutet, dass sich 1000 Teile bewegen. Und ich mache mir natürlich um jedes kleinste Teil Gedanken und Sorgen. Und es ist immer schön, auch mal ein Ergebnis in der Hand zu haben. Deshalb die Karte, die Einladungskarte final in der Hand zu haben und zu sehen, wie es aussieht und wie unsere Gäste es auch zugesandt bekommen, war für mich ein ganz besonderer Moment. 2 Tage, 8 Stunden haben wir noch und 44 Minuten. Alle Themen geklärt? Eskalationen geklärt? Probe wird gleich aufgesetzt. Dann darf ich dir jetzt sagen, die erste Phase der Signature Night 23 beginnt. Jetzt. Vielen Dank, ihr Lieben, für die Orga. Ich bin sehr gespannt. Wir machen nur ein Event und wir machen es richtig groß. So viel Zeug hat hier noch keiner unter die Decke gehabt. Die Cases, die Autos, das war einfach thrilling. Wir sind reichlich aufmunitioniert. Das wird hier was richtig Großes. Trotzdem merke ich, während die Probe läuft, immer mehr, hier stimmt irgendwas nicht.